Sommersonne, Insektenzeit, mit der schönen Jahreszeit und dem guten Wetter kommen auch allerhand hartnäckige und fiese Verschmutzungen, die schnell zu entfernen gilt. Wie wir dabei vorgehen, zeigen wir dir in diesem Video. So schön auch das Fahren im Frühling und im Sommer ist, so hartnäckig sind die Verschmutzungen. Wir haben echt massive Probleme mit zum Beispiel Insekten, Vogelkot, Baumharz und anderen Frühlingsverschmutzungen. Die sehen zwar erstmal harmlos aus, man denkt, so ein paar Insekten auf der Front sind ja nicht schlimm. Das Problem ist aber zum einen die Aufprallgeschwindigkeit, die Insekten haben. Die fliegen ja, je nachdem wie schnell du fährst, mit 100, 150, 200 plus deren eigene Geschwindigkeit gegen deinen Lack, schlagen also in den Lack ein und bringen dabei einmal Feststoffe, nämlich durch ihren Panzer und ihre Flügel und was sie alles so haben ein, aber eben auch Körperflüssigkeiten und diese sind tendenziell sauer und ätzen sich richtig in den Lack ein. Deswegen ist es wirklich wichtig, nach einer schnellen Fahrt auf der Autobahn zeitnah die Insekten zu entfernen. Das ist der erste Part in diesem Video, den wir dir zeigen wollen. Auch Vogelkot ist besonders fies, denn meistens passiert es, wenn das Auto irgendwo steht und du nicht siehst, dass der Vogel drauf gemacht hat. Hier haben wir auch die Problematik, dass wir verschiedenste Flüssigkeiten, verschiedenste Sekrete und verschiedenste Substanzen haben, die mit der Zeit auf den Lack wirken. Durch die Sonneneinstrahlung verdunstet jegliches Wasser da drin und wir haben wirklich eine konzentrierte Chemie, die im Lack auch wirklich harte Spuren hinterlässt, die wir danach entfernen müssen. Deswegen gilt es auch hier, so schnell wie möglich entfernen. Wenn so ein Auto dann in die Wäsche kommt, gibt es auch ein, zwei Tricks, wie man den Vogelkot schnell und leicht entfernen kann. Harz ist auch so eine Sommerverschmutzung, die man wirklich schnell entfernen sollte, weil es besteht zum Teil aus Ölen. Das ist ja der Harz, der aus dem Baum kommt, kann aber auch gemischt sein mit verschiedenen Substanzen wie Blütenpollen und sorgt dann zusätzlich noch dafür, dass sich in dieser klebrigen Substanz Feststoffe befinden. Das bedeutet, beim Entfernen besteht zum einen Kratzgefahr und wenn ich es nicht entferne, auch hier konzentriert sich das Harz, härtet immer weiter aus und hinterlässt einen bleibenden Abdruck im Lack, der dann wieder nur maschinell durch Polituren oder sogar Schleifen entfernt werden kann. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie Harz entfernt wird. Im ersten Schritt entfernen wir alle losen Verschmutzungen im Motorraum und in den Einstiegen. Das hat den Vorteil, dass wenn die sonst matschig und nass werden, dann klebt das alles. Das können wir uns sparen. Einfach einmal vorsichtig absaugen. Achtung, Finger an den Lack halten, damit wir keine Kratzer verursachen oder aber die Druckluft nutzen. Meine Lieblingsmethode ist erst einmal die groben Blätter abzusaugen und danach mit Druckluft durchzugehen. Das kombiniert eine gründliche Arbeit damit, dass nicht meine ganze Halle danach voller Blätter ist. Also erst saugen, dann Druckluft. Wenn du nur eins von beiden hast, geht auch eins von beiden. Wir verwenden 1:10 von dem Greenstar zur Insektenentfernung in der Schaumkanone, Druckpumpsprüher, Schaumsprüher oder in einer ganz normalen Sprühflasche. Zugegeben, wir waren ein bisschen faul, haben hier 1:9 verwendet, weil eben die Sprühflasche oder die Skala der Sprühflasche das so hergegeben hat. Dann starten wir auf dem trockenen Lack. Wichtig, der Lack sollte kühl sein, mit der 1:10 Verdünnung direkt auf dem starken Schmutz und schäumen dann den Rest des Fahrzeugs mit 1:20 ein. Wie gesagt, wenn du eine Schaumlanze verwendest, die genau einstellbar ist, schäumen gerne die Front in 1:10 ein, stell dann die Schaumlanze auf die Verdünnung 1:20 und schäumen dann den Rest ein als allgemeiner Vorreiniger. Manchmal ist es ja so, dass ich schon beim Drehen die Kommentare von meinem geistigen Auge sehen kann. Und hier weiß ich, dass gefragt wird, warum nimmst du denn keinen Insektenentferner? Den kann man natürlich an der Stelle genauso gut nehmen. Gerade ein Privatkunde, der sich ein bisschen unsicher ist, oh, pH 12,5 als Konzentrat, was soll ich denn, ist das nicht ein bisschen scharf? Der kann gerne einen Insektenentferner nehmen. Bei der Profiwäsche nehmen wir gerne einen Vorreiniger, der auch organische Verschmutzung gut löst, also typische Insektenverschmutzung, dann nehme ich gerne den Greenstar, weil er eben durch die alkalische Einstellung gut solchen Schmutz löst, aber gerade verdünnt, nicht zu aggressiv ist und materialschonend, also es macht kein Material kaputt und ich spare mir einfach einen Arbeitsschritt, wenn ich alles mit Insektenentferner abspüle, dann nochmal einen Vorreiniger, abspülen, waschen, dauert einfach deutlich länger, als wenn ich einfach mit meiner Foamlanze zum Beispiel oder mit einem Handsprüher mit 2 Verdünnungen arbeite und dann für ein ganzes Fahrzeug auch nur ein Produkt verwende. Das ist hier der Grund. Wer einen Insektenentferner nehmen will, kann auch gerne einen Insektenentferner nehmen. Nach der Wirkzeit fangen wir an den verschmutzten Stellen bzw. dort, wo wir 1:10 aufgesprüht haben, an und spülen den Wagen gründlich ab. Auch hier, ihr kennt meinen Spruch, Vorwäsche, Vorwäsche, Vorwäsche. Die erste Hochdruckreinigung darf wirklich am längsten dauern. Lass dir da viel Zeit, spül jede Ritze und Kante aus und konzentriere dich insbesondere auf Vogelkot, Harz und Insekten, damit du hier alle Feststoffe vom Lack entfernst und später keine Kratzer verursachst. Wie gesagt, Time is key, also lass dich hier wirklich nicht hetzen. Wenn du merkst, dass hinten schon was antrocknet, dann geh einmal kurz mit Wasser rüber, feuchte es wieder an, aber lass dich bitte bei diesem Schritt nicht hetzen. Der entscheidet erstens über die Qualität des Reinigungsergebnisses und auch über die Schonung der Reinigung.
Ein kleiner Trick zum Thema Abstand mit Hochdruckreiniger und Lack. Probier einmal vorher mit der Hand aus, wie nah du mit der Hand rangehen kannst. Da, wo es dir noch nicht weh tut, es sei denn, du hast Bratpfannen, Hornhauthände, tut es dem Lack auch nicht weh. So kannst du bei jedem Hochdruckreiniger individuell herausfinden, wie nah du an den Lack rangehen kannst. Nach der Vorreinigung folgt die eigentliche Hauptwäsche. Sollte das Fahrzeug wirklich extrem verschmutzt sein, könntest du auch nochmal eine Runde Vorreiniger raufgeben. Ist selten nötig, kann aber nötig sein. Das siehst du dann, wenn das Wasser leicht trocknet und es wirklich immer noch eine braune Kruste an Dreck und ein Friedhof an Insekten auf der Front ist. Ansonsten achte bei der Wäsche darauf, dass du den Handschuh regelmäßig ausspülst und dann kümmere dich gründlich natürlich um die besonders verschmutzten Bereiche, wie hier die Front und auch die ganzen Gitter. Da gehen wir gerne mit dem Pinsel ran oder auch mit so einem 5-Finger-Handschuh. Da kriegst du nämlich die Insekten auch aus jeder Ritze und Kante wunderbar und schonend entfernt. Da ist das Detail wirklich wichtig, weil die Insekten fliegen natürlich in jede Ritze und halten sich nicht daran, nur auf die Lackflächen zu prallen. Anschließend widmen wir uns den Einstiegen. Sollte die Shampoo-Wasserlösung auf dem Lack schon beginnen zu trocknen, kannst du schon mal das Fahrzeug auch zwischendurch zwischenspülen, damit dir nichts antrocknet. Wenn es besonders heiß ist, empfiehlt sich erst die Einstiege und dann den Lack zu machen, um einfach ein Antrocknen zu verhindern. Nimm für die Einstiege einen Waschhandschuh, eine Bürste, einen Pinsel, was auch immer. Achte nur vielleicht drauf, dass du, wenn du in der Motorhaube zum Beispiel arbeitest, dass du mit der Bürste, mit dem Borsten nicht auf den Lack kommst. Als nächstes erfolgt nochmal eine Hochdruckreinigung, einfach weil der Waschprozess relativ lange gedauert hat, um vielleicht nochmal leicht angetrocknetes Shampoo wieder anzulösen. Wie gesagt, hier kannst du dir auch mit dem Zwischenspülen helfen, wenn es sehr warm ist oder halt du einfach einen Tick länger brauchst. Der letzte Schritt ist dann hier bei uns immer das Spülen mit einem weichen Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch. Hier wieder der Vorteil, ich bekomme den Schaum gut aus allen Ecken und Ritzen geschwemmt. Gerade dann, wenn ich auf Felgen gewaschen habe, kann ich die Bremssättel, Radkästen und Radbolzenlöcher sozusagen auch nochmal gründlich ausspülen. Jetzt kannst du den Lack trocknen und siehst jetzt eigentlich, was noch vorhanden ist. Und da sind zum Teil einmal Abdrücke im Lack, dazu habe ich ja vorhin auch schon was erklärt, einfach durch die Aufprallgeschwindigkeit, aber auch noch Anhaftungen in diesen Abdrücken. Und um die zu entfernen, bedienen wir uns der Lackreinigungsknete. Das heißt, du nimmst ein Gleitmittel und Lackreinigungsknete und knetest den Lack vorsichtig. Die Insektenreste haben wir jetzt vollständig durch die Wäsche entfernt. Das heißt, wir haben erst bei der Vorreinigung alles lose und harte versucht zu entfernen, damit wir uns keine Kratzer bei der Wäsche verursachen. Und dann haben wir mechanisch mit einem Waschhandschuh ganz normal bei der Wäsche den Rest entfernt. Das, was jetzt noch zu sehen ist, sind noch leichte Anhaftungen, die durch diese Vertiefung einfach noch im Lack sind. Das hatte ich erklärt, durch den starken Aufprall bleibt auch einfach eine kleine Vertiefung im Lack zurück, wo drin sich auch noch Anhaftungen sammeln. Die können wir jetzt mit einer Lackreinigungsknete und einem Knetgleitmittel entfernen. Danach wird aber trotzdem noch ein Abdruck zurückbleiben und das muss man halt immer verstehen. Bis zu diesem Punkt ist das Auto bei der Wäsche insektenfrei zu bekommen. Alles, was jetzt passiert, erfordert eine Politur anschließend, weil auch beim Kneten, selbst mit der Feinknete, werden wir uns leichte Knetspuren in den Lack holen. Deswegen empfehle ich nur zu kneten, wenn das Auto auch danach poliert wird. Wir werden jetzt den Lack hier einmal kneten, gucken, was dann übrig geblieben ist und dann sehen wir uns danach nochmal wieder. Und auf geht's. Zum Kneten sprühe einfach eine Fläche mit Knetgleitmittel ein. Hier gilt wirklich, mehr ist mehr. Wir brauchen eine gute Gleitwirkung, um möglichst wenig Knetspuren zu verursachen. Und dann knete in geraden Bahnen, gerne auch im Kreuzstrich, die Oberfläche ab. Guck regelmäßig in deine Knete, ob sie verschmutzt. Wenn ja, falte sie zusammen. Aber ansonsten haben wir auch schon mal ein eigenes Video nur zum Kneten gemacht. Guck dir das gerne nochmal an, wenn du die genaue Methode haben möchtest. Ihr könnt ganz einfach prüfen, ob ihr genug geknetet habt, denn wenn der Lack sich glatt anfühlt, dann ist alles, was die Knete entfernen kann, entfernt, denn die Lackreinigungsknete entfernen nur Anhaftungen und wenn ich nichts mehr spüre, sind keine Anhaftungen mehr da und dann kann ich weiter zum nächsten Bereich gehen. Wenn ich noch was spüre, nochmal ein bisschen nachsprühen, Knete regelmäßig wenden und nachkneten. Hier haben wir übrigens ein super Beispiel, was passiert, wenn Harzflecken nicht früh genug entfernt werden. Eingebrannter Fleck lässt sich nur noch durch die Politur entfernen. Deswegen beim eigenen Auto, sobald man es sieht, entfernen. Bei einem Kundenauto sollte man da auch den Kunden darauf hinweisen. Wenn der Harzpropfen schon sehr hart ist und man ihn entfernt und so ein Fleck da ist, muss man eben polieren. Zu guter Letzt widmen wir uns noch den Pollenresten und Harzresten. Dafür verwenden wir Kochchemie Eulex, tupfen das mit einem weichen Mikrofasertuch vorsichtig auf und heben es in so einer löffelnden, drehenden Bewegung vom Lack weg, um es zu entfernen. Die Entfernung von Kontamination erfolgt immer vor dem Polieren. Das heißt, auch Kochchemie Eulex wird vor dem Polieren eingesetzt. Wenn du also noch eine Fläche polieren möchtest, dann erst entfernen, dann polieren. Und bitte immer nach der Wäsche, um keine Kratzer zu verursachen. Und auch auf trockenem Lack, weil wir arbeiten mit einem Lösemittel. Das würde auf einem nassen Lack nicht funktionieren, sondern einfach nur oben schwimmen.
Das, was jetzt noch auf der Oberfläche zu sehen ist, sind die beschriebenen Einschläge im Lack und diese bekommen wir tatsächlich nur durch relativ grobes Polieren weg. Wir verwenden hier eine 2 oder 3 in 1 Politur. Eine Politur, die erst einen relativ groben Cut hat, sich dann aber perfekt ins Finish fahren lässt und am Ende auch noch den Lack versiegelt. Das spart einfach Zeit. Wenn jetzt natürlich eine andere Versiegelung draufkommt, würde ich mir diese Versiegelungs- oder den Versiegelungsanteil in der Politur sparen. Wie gesagt, unterschätze bitte die Insekten nicht, die sind auch durchaus tief, also du musst hier meistens mindestens mit einer Medium-Paste, meistens sogar mit einer Cutting-Paste ran, um wirklich alle Abdrücke zu entfernen. Was du genau benutzen musst und brauchst, hängt natürlich vom Lack ab. Wunderbar, jetzt haben wir poliert und jetzt sieht man genau, was eben gerade die Problematik war. Das Insekt, nochmal ganz kurz an der Stelle zusammengefasst, schlägt auf, schlägt in den Lack ein, ist sozusagen, der Dreck sitzt ein Stück tiefer als die Lackoberfläche. Das heißt, bei der ersten Wäsche waschen wir das weg, was oben drauf ist. Mit dem Kneten nehmen wir raus, was in diesem Krater drin steckt und am Ende mit dem Polieren und je nachdem, wie lange die Insekten schon drin sind, teilweise auch Schleifen, entfernen wir eben diesen Einschlag. Und dann haben wir wieder eine optimale Oberfläche. Generell kann man das natürlich nicht unendlich oft machen, ne? Jedes Mal, wenn wir polieren, reduzieren wir den Klarlack und man sollte einfach darauf achten, wenn man sein eigenes Auto hat, dass man regelmäßig die Insekten entfernt und zwar direkt nach der Wäsche. Also wer aus dem Urlaub kommt und weiß, ich bin gerade Autobahn geknattert, einfach mal in die Waschbox, Insektenentferner oder halt gleich Profi-Methode Greenstar rauf und dann Insekten runter, dann hat man nämlich nicht diese Problematik, dass man immer wieder polieren muss. Wir sehen jetzt hier schön den Unterschied, die Insekten sind weg, die Flecken sind weg und das Auto ist dann, wenn es komplett behandelt ist, wieder ready für den Sommer. Fassen wir zusammen. Die rechtzeitige Entfernung von typischem Frühlings- und Sommerschmutz ist extrem wichtig. Wir sehen auch, was passiert, wenn das zu spät geschieht. Wir müssen Insekten wegpolieren und auch eingebrannte Harzflecken lassen sich ohne maschinelle Bearbeitung nicht mehr entfernen. Teilweise muss sogar geschliffen werden, da reicht eine intensive Politur nicht aus. Das A und O ist immer die gründliche, regelmäßige Pflege, damit der Zustand einfach gut erhalten bleibt und wir nicht immer wieder polieren müssen. Wenn es dann doch mal soweit ist, müssen wir auch mal polieren. Zum Reinigen ist es wichtig, dass man so ein bisschen sich an die Chemie erinnert, also was kann ich mit was lösen. Organische Verschmutzungen lassen sich immer gut mit einem alkalischen Reiniger entfernen. Anorganische Verschmutzung, auch Lösemittel, also Klebstoffe, Harzflecken, auch Pollen teilweise, lassen sich besser mit einem Lösemittel entfernen, wie dem Orange Power oder einem Oilex. Wenn man das beachtet, kann man eigentlich bei der Frühlingswäsche gar nicht so viel falsch machen, sondern ganz im Gegenteil sehr viel richtig machen und seinen Lack lange erhalten. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!